Hi, ich bin Jordan und ich zeige euch heute 6 Tipps und Tricks, die euch helfen, höflich und freundlich eure Gäste zu bitten, ihren Tisch zu verlassen. Wer kennt es nicht? Alle Plätze sind belegt, die Gäste sind glücklich und zufrieden, doch die nächste Reservierung steht schon an und die Tische werden nicht frei. Manchmal kann es passieren, dass die Gäste sich so wohlfühlen, dass sie sich verquatschen und nichts mehr bestellen oder sie einfach nichts mehr bestellen wollen. Also was nun tun, wenn die Gäste nicht gehen wollen? Sei dir bewusst, dass deine Gäste nicht mit Absicht die Plätze blockieren. Wenn sie sich gerne mal verquatschen, ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass sie sich wohlfühlen. Jetzt bedeutet es Fingerspitzengefühl beweisen und immer freundlich sein. Denn du möchtest nicht, dass deine Gäste mit einem unwillkommenen Gefühl dein Geschäft verlassen. Man kann es als eine Art kleinerer Hinweis verstehen. Vielleicht brauchst du den Tisch schon für die nächsten Gäste oder es ist schon spät und du möchtest das Geschäft schließen. Aus welchem Grund auch immer, der Tisch soll frei werden. Stelle gezielte Fragen. Zum Beispiel, sind Sie wunschlos glücklich? Oder kann ich Ihnen noch etwas anbieten? In den meisten Fällen fasst der Gast es als Aufforderung auf, zu zahlen und fragt nach der Rechnung. Hast du die Möglichkeit, deine Gäste an die Bar zu bitten, ist das die perfekte Lösung für einen smoothen Übergang. Am besten du bietest ihnen noch ein Getränk aus Haus an, damit du ihnen die Entscheidung leichter machst, dir zur Bar zu folgen. Waren die diskreten Hinweise eventuell etwas zu diskret und die Situation hat sich nicht gelöst, so kann man auch mal zur direkten Ansprache übergehen. Weise deine Gäste darauf hin, dass es dir sehr weiterhelfen würde, den Tisch freizugeben und sie dir damit unglaublich entgegenkommen würden. Dieses Anliegen gekonnt rüberzubringen ist nicht einfach und fordert Feingefühl. Es kann auch helfen, auch hier ein Freigetränk oder ähnliches für den nächsten Besuch anzubieten. Erstelle feste Abläufe für die Situation, dass Gäste zur Schließzeit noch in ihren Tischen sitzen. So sorgst du für Selbstsicherheit bei den Mitarbeitern, wenn sie das Thema bei den Gästen ansprechen. Denn dann wissen sie genau, wie sie das Problem angehen können und wann es in Ordnung ist, die Gäste auf die Schließzeit hinzuweisen. Im besten Fall kommt es erst gar nicht dazu, dass Gäste darauf hingewiesen oder angesprochen werden müssen. Weise deine Gäste bereits bei der Reservierung darauf hin, dass der Tisch nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sein wird. Oder erhöhe die Abstände zwischen Reservierungen an Tagen, an denen du weißt, dass Gäste dazu tendieren, länger zu bleiben. Mit Dish Reservation kannst du ganz einfach individuelle Reservierungszeiten einrichten. Seien es wiederkehrende Zeiten oder Sonderzeiten, das ist ganz dir überlassen. Auch die Reservierungsdauer ist super einfach einzustellen. Und im selben Moment kannst du deine Gäste mit dem Reservierungswidget und/oder der Reservierungsbestätigung darüber informieren. Das waren 6 Tipps und Tricks für den Fall, falls du mal einen deiner Gäste darum bitten musst, seinen Tisch zu verlassen. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, sei es ein Daumen nach oben oder ein Kommentar darüber, wie dir das Video gefallen hat. Um keine Videos rund um das Thema Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.